Richtig coole Schlafplätze finden. Sowas passiert auch in Deutschland. Es ist wirklich so verlassen da irgendwie, es ist voll einsam. Die ersten Vorboten, was uns dann in Skandinavien wahrscheinlich erwarten wird. Wir sind am Meer! Wir fahren gerade durch Sachsen-Anhalt. Fahren schon seit eigentlich 2 Tagen jetzt, oder? Durch die Gegend oder 3 Tage. Und es ist wirklich so verlassen da irgendwie. Es ist voll einsam. Die Häuser sind zum Teil voll runtergekommen. Es ist die ehemalige DDR und man merkt echt so einen riesen Unterschied zu Bayern, wo wir vorher waren. Voll. Also es ist eine richtig wirtschaftsschwache Gegend, das ist uns auch schon gesagt worden. Ja, voll. Wir sehen den ganzen Tag eigentlich keine Menschen, es ist so einsam da. Ja. Also verlassene Gebäude, verlassene Gegend, irgendwie so ein bisschen wie wenn das verlassene Eck von Deutschland hat man so ein bisschen das Gefühl. Voll. Das ist echt arg, aber zum Radlfahren ist echt cool, also es sind voll die guten Wege, also jetzt nicht perfekt asphaltiert zum Teil, aber einfach, man ist halt recht einsam, es ist kein Verkehr. Es ist perfekt zum Wildcampen, ja. Ist überall in Ordnung. Diese Einsamkeit und das schöne Wildcampen hätten wir viel mehr mit Skandinavien in Verbindung gebracht als mit Ostdeutschland. Sogar das Regenwetter gibt uns einen ersten Eindruck, was uns am Weg zum Nordkap noch alles erwarten wird. Aber in einer Sache unterscheidet sich der Osten Deutschlands zu Skandinavien dann doch ganz deutlich. Wir waren gerade beim Penny einkaufen für unser Mittagessen und haben für alles, was wir jetzt gekauft haben, 8 Euro. Ein bisschen mehr als 8 Euro. Ein bisschen mehr als 8 Euro gezahlt. Wir haben uns das einmal so grob überschlagen, was wir daheim gezahlt hätten für den gleichen Einkauf. Und da hätten wir wahrscheinlich fast das Doppelte gezahlt. Jetzt zeige ich mal, was wir alles gekauft haben. Also es war ein ganzer Bund Radieschen, eine ganze Packung Erdbeeren, 300 Gramm Frischkäse, einen ganzen Brie, 6 Jauseneier, 350 Gramm schwarze Oliven, eine Nektarine und wahrscheinlich so ein halbes Kilo frisches Kernelbrot, was der Reini da gerade isst. Das ist echt mega günstig da. Darf uns nicht daran gewöhnen, weil in Norwegen schaut es dann wieder anders aus. Wir sind jetzt 2 Tage vor Hamburg, 3 Tage. 3 Tage, ja. Ja. Und ursprünglich wollten wir eigentlich der Elbe entlang fahren, aber uns ist es ein bisschen langweilig geworden, schon an der Saale. Und jetzt haben wir beschlossen, wir fahren einfach querfeldein. Und es war eine richtig coole Entscheidung, bis jetzt zumindest, weil wir da jetzt richtig tief in die ehemalige DDR gekommen sind, in so eine richtig vergessene Ecke von Deutschland und nebenbei auch die dunkelste Ecke von Deutschland, weil da die wenigste Luftverschmutzung ist, weil einfach da nichts ist. Lichtverschmutzung. Was habe ich gesagt? Luftverschmutzung. Oh Gott. Und gleichzeitig auch die dunkelste Ecke von Deutschland, weil da die wenigste Lichtverschmutzung ist. Aber das wundert uns gar nicht. Es ist ja auch einfach nichts da. Also ab und zu mal so ganz kleine Dörfer, aber eigentlich wirkt es ziemlich verlassen und vergessen. Jetzt fahren wir gerade mitten durch das Naturschutzgebiet. Das ist wunderschön. Und dann geht es weiter nach Hamburg.
Jetzt sind wir mittlerweile wieder in Westdeutschland. Man merkt voll, die Dörfer sind wieder viel schöner halt einfach. Es sind irgendwie keine zerfallenen Gebäude mehr, es wird alles hergerichtet. Also richtig schön und wir fahren jetzt auf so Nebenstraßen die ganze Zeit. Perfekt asphaltiert, nichts los. Also es zieht sich durch, dass man richtig schöne, ruhige Straßen in Deutschland hat zum Fahren. Nicht nur die kleinen, perfekten Straßen begleiten uns seit unserem ersten Tag in Deutschland. Auch die Gastfreundschaft ist weiterhin ungebrochen. Über verschiedenste Wege laden uns wildfremde Menschen in ihr Zuhause ein und wir lernen dabei die spannendsten Persönlichkeiten kennen. So auch an diesem Tag. Die letzte Nacht haben wir wieder am Platz über One-Night-Stand gefunden. Es ist schon wieder so schräg. Und zwar sind wir gerade auf einem alten Bauernhof bei der Katrin. Und zwar ist das eine Architektin, die hat den Hof gekauft und hat zum einen das Bauernhaus, wo sie drinnen wohnt, umbaut. Und daneben ist ein großer Stall, das war ein Schafstall, wo wir jetzt gerade drinnen sind. Und wenn man da im Hintergrund sieht, die ist einfach so irre. Also da hat sie da einen riesen Pool eingebaut, weil sie leidenschaftliche Schwimmerin ist. Da ist eine Bühne ist da herüben und ganz viel Malen dort. Also da hinten sind ganz viele Gemälde, eigentlich überall an der Mauer. Ist absolut cool da drinnen. Also über One-Night-Stand kann man richtig coole Schlafplätze finden und richtig coole Leute kennenlernen. Aber es braucht nicht immer das Internet, um in Kontakt mit den Menschen zu kommen. Gleich am nächsten Tag, kurz vor Hamburg, kommen wir ins Gespräch mit Hermann, dem örtlichen Kartoffelbauern. Eigentlich wollten wir nur unsere Wasservorräte auffüllen, doch dann entwickelt sich daraus eine Begegnung, die wir nicht mehr so schnell vergessen werden. Guten Morgen! Wir sind da ungefähr so 50 Kilometer weg von der Stadtgrenze zu Hamburg. Wir haben da heute Nacht auf einem Sportplatz geschlafen. Und zwar haben wir eigentlich nur nach Wasser gefragt, weil der Kartoffelbauer vom Ort da gerade Wasser aufgefüllt hat in seinen Tank. Und dann hat er uns erlaubt, dass wir da schlafen. Er hat dann den Vereinsobmann gefragt, ob das in Ordnung geht. Gestern am Abend ist er dann nochmal gekommen mit einer ganzen Flasche Wein und 2 Flaschen Bier. Das haben wir dann zu dritt geleert, beziehungsweise mehr der Rhein und ich, und er hat nur ein Glas getrunken. War richtig nett, wir haben voll viel erfahren. Es war so eine coole Begegnung. Und heute in der Früh, jetzt gerade ist er auf einmal wieder da gestanden und hat eine ganze Kanne Kaffee gebracht. Es ist echt so nett und ja, sowas passiert auch in Deutschland und nicht nur im Iran oder in den fernen Ländern, wo man immer glaubt, dass die Menschen so viel netter sind. Es sind auch in Deutschland sehr viele, sehr nette Menschen und wir kommen in den Genuss davon. In den Genuss der deutschen Gastfreundschaft kommen wir auch dank der unzähligen Einladungen, die wir von euch per E-Mail oder Social Media erhalten haben. Und so treffen wir auf Sabine und Uwe, 2 weit gereiste Radfahrer. Sie wissen genau, was man als Radreisender braucht und verwöhnen uns nach Strich und Faden. Am nächsten Tag überqueren wir gemeinsam die Elbe und sie begleiten uns noch ein Stück Richtung Hamburg. Die Vorfreude auf Hamburg steigt, denn dort haben wir uns mit jemandem ganz Besonderes verabredet. 2019 haben wir im Oman durch einen lustigen Zufall Sabine aus Hamburg kennengelernt. Wir haben damals 2 Tage bei einer witzigen Truppe junger Omanis verbracht und vereinbart, dass wir uns irgendwann mal wieder sehen müssen. Jetzt, 2,5 Jahre später, sitzen wir bei ihr im Garten und grillen Marshmallows, schwelgen in gemeinsamen Erinnerungen und träumen von Orten, die wir noch mit dem Rad bereisen möchten. Wir fühlen uns so wohl, dass wir gleich 4 Tage bleiben und Hamburg unsicher machen.
Jetzt sind wir gerade am Weg von Hamburg Richtung Kiel. Und ja, heute ist mal der erste Tag, wo wir richtigen Wind haben. Also das ist so ein bisschen schon mal die ersten Vorboten, was uns dann in Skandinavien wahrscheinlich erwarten wird. Die meiste Zeit war es nur Rückenwind heute, aber jetzt gerade bläst es richtig schön von vorn. Also ja, das heißt ja immer, der Wind sind die Berge des Nordens und das kriegen wir jetzt zum ersten Mal zum Spüren. Nicht nur der Wind kündigt den hohen Norden an, auch die Containerschiffe sind erste Vorboten, dass die Ostsee nicht mehr weit weg sein kann. Der Nord-Ostsee-Kanal verbindet die Nordsee mit der Ostsee und genau da müssen wir hin. Um nach Norwegen zu kommen, wollten wir eigentlich die Fähre von Kiel nach Oslo nehmen. Schließlich ist es schon Anfang Juli und wir wollten das Nordkap noch unbedingt im Sommer erreichen. So viele Menschen haben uns Schauergeschichten erzählt, dass im Norden Skandinaviens doch selbst im August Schnee liegen würde und wir schon viel zu spät losgefahren wären. Die Fähre hätte uns eine ganze Woche Radfahren erspart und unseren Zeitplan etwas entspannt. Doch irgendwie scheint sich alles gegen diesen Plan zu wehren. Wenn wir die Fähre von Kiel nicht nehmen können, würde das einen Umweg von 600 Kilometer bedeuten. Das ist heute der letzte Tag in Deutschland. Wir haben es bis ans Meer geschafft, richtig cool an die Ostsee. Unser ursprünglicher Plan war, dass wir mit der Fähre von Kiel nach Oslo fahren, aber die Fähre ist uns einfach viel zu teuer gewesen. Wir hätten jetzt spontan, wenn wir gebucht hätten, die 600 € gezahlt und deswegen haben wir beschlossen, dass wir Dänemark mitnehmen und einmal quer durch Dänemark düsen und zwar in 5 Tagen. Also wir wollen 5 Tage durch Dänemark radeln, das sind ca. 450 Kilometer. Da fahren wir den Ochsenradweg und wie es uns da geht, das sagt ihr im nächsten Video. Bevor wir das Video jetzt beenden, ist uns ganz wichtig, dass wir unbedingt noch eine Sache erwähnen. Und zwar, wir wollen uns bei allen bedanken, die uns E-Mails geschrieben haben, die uns auf Instagram geschrieben haben. Ja, genau, und uns eingeladen haben, dass wir willkommen sind zum Übernachten, zum Essen, zum Ausruhen. Es ist echt genial gewesen. Wir hätten in Deutschland Ewigkeiten verbringen können, weil wir so viele Einladungen gekriegt haben über Social Media und das freut uns echt voll und danke an alle, die uns weitergeholfen haben. Wir waren ja bei ganz vielen daheim und war echt eine coole Zeit in Deutschland.